Grüßt euch und herzlich willkommen zum 12. Teil zum Bau meiner Spinnelanlage. In diesem Teil mache ich meine Versorgungsanlage fertig. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. So, jetzt habe ich das Ganze gestern noch mit farblich nachbehandelt. Alles nochmal hier die Kanten und mit einem matten Klarlack recht satt eingestrichen. Außerdem habe ich noch eine Einlage gemacht, dass ich dann nicht so viele Kohlen brauche. Genau, und jetzt werde ich das Ganze altern. Das mache ich ohne Kamera, weil ich bin jetzt nicht so der Alterungsspezialist. So, jetzt habe ich ein bisschen gealtert. Jetzt schaut er so aus. Ich finde, dass er gar nicht mal so schlecht geworden ist. Jetzt klebe ich ihn rein. Jetzt habe ich den Bansen hingeklebt und habe auch schon die Einlage rein. Untenrum habe ich mit den passenden Sanden jeweils quasi einmal außenrum. Und jetzt werde ich gleich noch Kohle rein und dann mache ich das alles in einem Abwasch. Genau, so schaut es aus. Schicht Kleber rein, dass das nicht so rumkullert, dass die ersten zumindest ein bisschen liegen bleiben. Ins Eck wird sowieso laufen. So, einmal schön drüber. So, und dann schauen wir uns das mal an. Das habe ich jetzt nämlich auch noch nicht getestet. Da habe ich hier so ein Säckchen. Jetzt habe ich die Kohle nach meinem Gusto verteilt und jetzt bin ich da natürlich relativ neu und jetzt mache ich die einfach auch wieder mit meiner Alkoholmischung. Dann klebe ich die rein und schauen wir mal, ob das so funktioniert. Aber ich wüsste jetzt nicht, warum nicht. Da habe ich halt jetzt die Sorge, dass es an der Seite bei den Bohlen raussuppt und das nicht schön wird. Da muss ich ein bisschen aufpassen, glaube ich. So, jetzt hoffe ich, dass das reicht. Und dann lassen wir es jetzt mal trocknen und schauen wir es uns an. Jetzt habe ich gerade ziemlich mit meiner Leim-Wasser-Mischung gekämpft, weil mir das alles unten rausgelaufen ist. Jetzt wäre es vielleicht schlauer gewesen, wenn ich erst quasi die Leimschicht oder den Leim, womit ich den Bansen festgeklebt habe, wenn ich den hätte trocknen lassen, dann wäre das vielleicht unten ein bisschen dichter gewesen. Aber jetzt ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Jetzt muss ich auch mal schauen, wie sich das mit der Farbe verhält, weil ich mir vorstellen könnte, dass das ein bisschen dunkler ist. Aber das ist vielleicht auch nicht so schlimm, weil in Wirklichkeit wird es vielleicht auch in den Bansen reinregnen und unten schwarz rauslaufen. Jetzt schaue ich es mir mal an. So, jetzt habe ich das Ganze über Nacht trocknen lassen. Das ist jetzt schön fest. Es ist so ein bisschen unten rausgelaufen. Aber das finde ich schaut jetzt gar nicht so schlecht aus. Das lasse ich so. Auf der Seite genauso. Ist auch schön fest. Hat auch eine schöne Erhebung. Genau, hier ist zwischenzeitlich ein Kanaldeckel mit reingekommen. Und dann habe ich den Alterungspinsel geschwungen, beziehungsweise die Airbrush bemüht. Mei, was soll ich sagen? Es ist einfach nicht so meins. Ich plag mich da immer ziemlich. Ich finde, es ist ganz passabel geworden, aber ich hatte die erste Schicht hatte ich ziemlich versaut, dann habe ich es nochmal weggemacht und nochmal neu. Ja, jetzt begrase ich und da muss ich jetzt alles vorbereiten und dann hole ich euch wieder mit dazu. Ich wieder mit Light Green an. Ich habe schon ein bisschen geklebt. So, das mache ich jetzt überall. Die erste Schicht ist jetzt schon getrocknet. Habe ich auch schon alles abgesaugt. Hier habe ich noch spontan einen kleinen Weg reingezogen. Hier hinter dann zum Betriebswerk. Genau, das schaut gleich ein bisschen anders aus, wenn das so ein bisschen grün ist. Und hier habe ich jetzt schon den nächsten Auftrag mit Mittelgrün vorbereitet.
Dazu habe ich wieder Tupfen gemacht mit meinem Gordon Vampy Glue. Und jetzt habe ich hier schon mein Mittelgrün und starte gleich. So, jetzt mache ich den Rest wieder und dann gibt es den nächsten Schritt. Die zweite Schicht ist jetzt getrocknet und ich habe schon alles abgesaugt. Und jetzt kommt die dritte Schicht. Jetzt benutze ich Dark Green. Lass mal ein bisschen anstatilisieren. Gut, und dann lasse ich es wieder trocknen und alles wie gehabt. Die dritte Schicht ist jetzt getrocknet und auch wieder abgesaugt. Jetzt schaut das schon ganz frisch aus hier. Jetzt werde ich die letzte Schicht noch machen und dann geht es ans Ausgestalten. Die letzte Schicht ist jetzt getrocknet und auch wieder abgesaugt. Jetzt schaut das Ganze so aus. Der Bagger soll hier ungefähr hin. Genau. Und jetzt geht es ans Ausgestalten. Gut, dann widme ich mich der Ausschmückung. Dazu mache ich als erstes mal hier meine Ränder wieder. Passe ich die schön ein bisschen an. Und dann habe ich hier so ein Turf. Da mache ich ganz fein hier bloß mal hin. Gut. Als nächstes mache ich hier den Übergang ein bisschen. Auch wieder, ich nehme da einen matten Klarlack. So, der klebt auch gut. Und dann wird hier das Ganze ein bisschen eingepulvert. Dann habe ich hier so Unkrautbüschel von RTS, ist das, glaube ich. Und die bringe ich jetzt auch mal ein bisschen wild auf. Mit einem leeren Kleber. So. Dann habe ich hier noch so ein bisschen eine dickere Matte. Da schnappe ich mir jetzt auch wieder so ein Büschel. Und dann mache ich das so ein bisschen dazwischen. So. Bin ich soweit erstmal nach meinem Gusto fertig. So, meines Erachtens nach war ich jetzt eigentlich soweit fertig und wollte es auch so lassen. Abgesehen davon, dass ich jetzt hier noch so ein bisschen eingeschwärzt hätte alles und noch so ein paar Kohlen verteilt hätte. Jetzt habe ich nur bei einem, ja, ich sag mal Spur 0 Kollegen im YouTube habe ich gesehen, wie der quasi seinen Kran drehbar gemacht hat. Und dafür habe ich das jetzt schon mal abgemacht hier. Und da werde ich jetzt durchbohren und dann mache ich das, dann baue ich das nach. Ich finde das eine ganz coole Sache. Das funktioniert dann genauso wie die Drehscheibe mit einem Getriebemotor. Genau, das probiere ich jetzt mal. Gut, als erstes mache ich jetzt mal die ganzen Schnüren weg. Da habe ich mir hier schon meine Zange hergerichtet. Gut, das war jetzt wieder ein ganz schönes Gefrickel. Das mit dem Draht hat nicht so hingehauen, wie ich mir das vorgestellt habe. Da war der Wunsch der Vater des Gedanken. Jetzt habe ich zumindest eine feinere Schnur als die drin war, genommen. Ich hoffe, man sieht es ein bisschen. Wo habe ich ein Stück? Da habe ich ein Stück. Und das schaut jetzt schon ganz gut aus. Jetzt habe ich mir überlegt, ich werde bei der Schaufel vorne dann einfach die Schnur so hart mit Sekundenkleber tränken, dass sich die gar nicht mehr bewegt. Und ich habe jetzt hier auch schon die Stange reingezogen. Ich weiß nicht, ob man das richtig gut sieht. Und habe die auch mit Sekundenkleber fixiert. Unten kommt die raus. Muss ich dann noch ein bisschen hinbiegen. Aber die ist jetzt schon gut fest. Die muss ja keine Mordskräfte aushalten. Und hier habe ich jetzt schon mein
die ersten Schnüren reingezogen, chlorreich, bevor ich quasi das hier unten gemacht habe. Ich wusste auch nicht, dass das alles aneinander hängt. Aber jetzt kann ich das hier schon gut rein kleben wieder. Und dann muss ich eigentlich bloß noch die Schaufel wieder hinmachen. So, jetzt ist wieder alles an seinem Platz. Und jetzt habe ich hier schon mal provisorisch ein Loch gebohrt. Also man kann drehen. Aber ich fürchte fast, dass ich da irgendwie ein Führungsrohr oder so brauche. Das muss ich jetzt mal rausfinden. Jetzt gehe ich mal auf die andere Seite rüber und bohre da mal ein Loch. Und dann schauen wir uns das mal an. So, jetzt habe ich ihn schon mal reingesteckt und ja, er dreht. Ich habe allerdings auch hier eine Beilagscheibe noch drunter gelegt und habe hier von so einem Auto, die sind immer so an so Kunststoffhalter festgeschraubt und da ist so ein Abstandshalter dabei. Und das habe ich hier unten noch hingeklebt und habe das mit schön mittig mit Sekundenkleber ausgefüllt. Und jetzt läuft der eigentlich recht schön sauber. Hier ist natürlich ein Loch reingekommen und ein Messingröhrchen. Genau. Alles recht improvisiert. Ich habe halt Teile genommen, die ich sowieso schon da habe. Und dann habe ich mir noch eine Motorhalterung gebaut. Aus 2 Winkeln, die ich abgesägt habe. Und genau, das kommt jetzt unter die Anlage. Als erstes mache ich jetzt noch den Schalter mit Drehregler für die Steuerung auf der Seite. Und dann stelle ich die Anlage auf und dann kommt der ganze Spaß, wird der ganze Spaß verkabelt. So, das konnte auch wieder über Nacht trocknen. Kabel muss ich nicht weit mit meinem Anschluss, der ist gleich hier. Und ja, so schaut es von unten aus bei mir. Ich klebe das immer mit Heißkleber fest. Aber wie man hier sieht, das ist auch nicht irgendwie von Dauer. Genau, und so schaut es aus. Und auf der anderen Seite stütze ich das immer noch so ab mit einem, ja, mit einer Latte, dass das quasi nicht, dass da keine Gefahr besteht. Und unten mache ich es mit Schraubzwingen fest. Genau, jetzt bereite ich alles vor soweit und dann starte ich. So, jetzt habe ich das schon mal grob verkabelt, habe den Motor angelötet und auch getestet. Es funktioniert soweit. Und jetzt sieht man hier schon die Nadel quasi. Das ist die, auf der anderen Seite ist jetzt quasi der Bagger. Und meine Idee ist jetzt, weil ich jetzt nichts Passendes da habe, das ist jetzt hart improvisiert. Ich nehme mir hier so ein Stück Klebeband und wickel das schön rundrum. Und dann führe ich das in die Öffnung hier vorne von dem Ding ein, von dem Motor. So. Und dann mit einem Tröpfchen Sekundenkleber. Und dann hoffe ich, dass das so funktioniert. Wie gesagt, das ist jetzt hart improvisiert, aber ich weiß jetzt nicht, wie ich das anders lösen soll. Und das muss ja nicht mords die Kräfte aushalten. Jetzt probiere ich das einfach mal, aber das schaffe ich wahrscheinlich nicht, dass ich das filme dabei. Ich mache das jetzt mal und dann schauen wir es uns an. Jetzt habe ich das mal so gemacht, wie ich mir das vorstelle. Jetzt kommt da noch ein Tröpfchen Sekundenkleber hier vorne an die Spitze hin, dass das am Motor ein bisschen klebt. Und dann drehe ich es um und teste das Ganze mal. Jetzt habe ich es wieder hingestellt und provisorisch mal angeschlossen. Und jetzt testen wir es mal. Schauen wir mal, ob das geht. Alter! Ja, der dreht er. Oh. Also ein schneller Motor. Also ein bisschen Eier da doch. Das muss ich mir nochmal anschauen. Mit einem Tröpfchen Öl habe ich das Ganze jetzt behoben. Jetzt kann ich bekohlen. Oh.
Jetzt ist sie wieder startklar, die BR64. Als nächstes werde ich jetzt noch den Bereich, wo der Bagger rumsaut mit seinen Kohlen, werde ich noch so ein bisschen einschwärzen. Dafür habe ich mir jetzt mal hier Pigmente genommen, so Pulverfarben. Und da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, weil da neige ich immer zum ja, Übertreiben. Das mache ich jetzt mal ganz sanft und vorsichtig. Nicht, dass ich es mir versau. Lieber 2, 3 Schichten. Gut, so will ich das jetzt mal lassen. Jetzt fixiere ich das Ganze noch mit mattem Klarlack und dann verteile ich noch ein bisschen Kohlen. Nachdem ich das Ganze jetzt noch mit mattem Klarlack lackiert habe, war der Effekt gar nicht mehr so stark. Und jetzt habe ich hier noch ein bisschen Kohlen verteilt auf dem Gleis, weil da immer recht viel verloren geht, was ich so gesehen habe auf Bildern. Aber so schaut es jetzt aus und mir gefällt es jetzt ganz gut. Hier habe ich noch ein Schild hingemacht. Ich weiß nicht, ob das stimmt, wahrscheinlich eher nicht. Und hier ist auch noch ein Schild dazu gekommen. Außerdem habe ich hier noch den fotografierenden Frank. Und der hat sich hier schon zum Trainspotting quasi platziert. Gut, das soll es dann hiermit gewesen sein. Jetzt habe ich noch ein, zwei andere Sachen. Und zwar habe ich hier ja letztes Jahr in meinem 6. Teil gezeigt, wie ich meine Büsche einweiche mit so einer Glycerin-Alkohol-Wassermischung. Das hat sich jetzt für mich nicht bewährt, weil mir die über den Sommer so ein bisschen weggeschimmelt sind. Also das kann ich jetzt nicht empfehlen. Und wenn ich es machen würde, dann würde ich es lackieren. Dann habe ich noch hier bei meinem 7. Teil habe ich ja meine Rückwand hingemacht. Und da war es jetzt so, dass gerade die langen Teile, die noch, ich glaube 1,80 sind die lang, von hier zum Beispiel bis hier zum Wasserturm, sind die langen Teile, die habe ich nur mit 3 Fäden festgemacht und die hat so ein bisschen gedehnt. Das heißt, da musste ich dann ein bisschen Knoten reinmachen und dann hat das auch wieder gepasst. Genau, ansonsten, ansonsten hier habe ich noch ein paar Stromverteilerkästen überall angebracht und ja, ansonsten ist nicht viel passiert. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Wird noch Zeit, Mensch, mir dampft ja schon die Bluse.